Das hier ist ein DJI FPV-System. Besteht aus 3 Komponenten. Das ist einmal die Air Unit, das ist der Remote Controller und das ist die Goggle. Die Air Unit kommt an die Drohne her, an die Renndrohne, überträgt das Signal digital an die Goggle. Ich packe das alles mal aus, baue es zusammen, hoffe, dass ich es in die Luft bringe. Ich muss vielleicht noch sagen, ich bin relativ unerfahren. Ich habe also noch nie so eine Drohne zusammengesetzt, kenne mich auch nicht wirklich aus im Racing-Bereich. Was haben wir da? Das sind sicher mal für die Motoren, die Arme. Wie genau die herkommen, ist mir noch ein Rätsel. Also, was ich schon mal sagen kann, ist, dass man, wenn man keine Ahnung hat, muss man sicher schon mal googeln, weil es gibt irgendwie keine einzige Anleitung. Jetzt kommt der Controller eigentlich da drauf, aber die Löcher haben einen kleinen Abstand. Ja, ich stehe das erst mal an. Hey, ciao Tino. Hoi Manu! Hoi. Hey, cool! Sieht mir ja schon etwas. Ja, gell? Das ist einiges kleiner, das Teil. Die Bohrlöcher ganz an einem anderen Ort. Das ist Mikro. Das eine ist Mikro und das andere ist Mini. Das sind 2 verschiedene Standards, aber im Normalfall haben die meisten Frames eigentlich beides. Kacke! Basteltechnisch gut unterwegs ist, könntest du ein Blättchen machen, wo die grossen Bohrlöcher hat und in der Mitte die kleinen Bohrlöcher. Tag 2 vom Zusammenbau von der Race-Drohne. Gestern hat der kleine Flight Controller nicht drauf gepasst. Ich habe jetzt hier aus Holz, 4 mm dickes Holz, habe ich eine kleine Aufnahme gebastelt, ein paar Löcher reingeschraubt. Ich habe jetzt 3 Motoren drauf gemacht. Jetzt kommt Motor Nummer 4 und dann wird eigentlich wieder gelötet. Ich löte jetzt die Kabel hier entsprechend an diesen Lötpads an, die für die Motoren vorgesehen sind. Das Ganze tue ich zuerst ein bisschen vorverzinnen, damit es eine saubere Verbindung macht. Ich habe jetzt hier innen alles gelötet. Da ist die Kamera, die von raus schaut. Da kommt dann noch eine Halterung her, wo man den Kevin 3D drucken sollte. Genauso wie für die Antennen. Die müssen eigentlich in so einem 45 oder 60 Grad Winkel voneinander abstehen. Ja, ich glaube, es einfach mal anstecken und schauen, was passiert. Hoffentlich verschmutzt jetzt nicht gerade alles. Ich glaube, das ist ein bisschen fiedele Arbeit. Fuck! Nein! Irgendetwas ist jetzt gerade in die Luft gegangen. Scheiße. Das würde mir jetzt hure anschiessen, hat jetzt gerade den ganzen Controller zerstört. Ja, Drohnenprojekt vorerst auf Eis gelegt. Keine Ahnung, was ich jetzt da machen soll. Einen frischen Controller kaufen. Shit. Es hat gerade unten rausgeraucht. Jetzt ist er ganz zerstört. Nein. Ja, was liegt das? Das kann es doch nicht sein. Oh Mann.